Hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Bea schläft wie immer hinten hier auf ihren Königssessel und wir wollen uns heute etwas mit dem Thema beschäftigen, wie wir unseren perfekten Hund, also Bea, gefunden haben. Hier kommen also 4 Sachen, die wir gemacht haben, um unseren perfekten Hund zu finden. Let's go! Das für uns Wichtigste war es zuerst mal, unser Leben zu reflektieren und zu schauen, welcher Hund denn perfekt zu unserem Leben und zu unserer Situation passt. Denn zum Beispiel wohnen wir in einer Wohnung und dort werden wir auch noch lange wohnen bleiben. Das heißt, wir haben nicht unendlich viel Platz. Wir arbeiten sehr viel remote und von unterwegs. Das heißt, wir sind sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Das heißt, das musste auch irgendwie stimmen. Und für uns war auch noch ganz wichtig, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Menschen zusammen und sind sehr, sehr oft mit den unterschiedlichsten und auch fremden Menschen zusammen. Und dafür mussten wir einfach auch die beste Möglichkeit finden, dass unser Hund sich auch damit wohlfühlt. Und dann haben wir uns auch noch ganz, ganz klar gemacht, was wir von unserem Hund erwarten, wie wir uns unser Leben mit Hund vorstellen und was so unsere Vision ist fürs Leben. Und das hat uns irgendwie auch sehr geholfen, weil wir eben dann auch gesagt haben, wir wollen, dass dieser Hund überall mit uns mitkommt, auch wenn wir unterwegs sind. Das heißt, wir haben uns dann eher eben für einen kleineren Hund entschieden, weil das einfach leichter ist, den Hund mitzunehmen, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln und. Also das war ein richtig großer Punkt. Und wir haben uns einfach überlegt, wie wir uns unsere normalen Tage vorstellen, wenn der Hund dann bei uns ist. Und da hat auch alles eher auf einen kleineren Hund, sehr sozialen Hund gedeutet. Natürlich kann man nie sagen, welchen Charakter ein Hund haben wird. Aber man kann natürlich schon ein bisschen rassespezifisch entscheiden, was die Größe betrifft oder so den Grundcharakter und Grundzüge, die irgendwie so zurückzuführen sind auf vergangene Jahrhunderte. Und wir haben natürlich auch diese ganz klassischen Finde deinen perfekten Hund-Tests online gemacht. Und ich würde mich auf jeden Fall nicht zu 1000% drauf verlassen, weil es sehr oberflächliche Fragen sind, weil meistens ist es sowas wie viele Stunden am Tag können Sie mit Ihrem Hund spazieren gehen und so funktioniert es einfach nicht. Aber ich finde, es gibt eine ganz gute Richtung und lustigerweise ist bei uns beiden, also bei Max und mir, eigentlich immer Beagle, zumindest unter den obersten Hunderassen gewesen. Deswegen sind wir dann auch intensiv auf den Beagle gekommen. Das heißt, ich glaube, es kann auf jeden Fall ein grundsätzlicher Richtwert sein, in welche Richtung es gehen soll und sich auch selbst nochmal zu reflektieren, wie viel Zeit habe ich wirklich, wie viel Geld, wie schaut mein Leben aus und wie muss der Hund sich dann hier irgendwie einfügen und wie soll das Ganze funktionieren. Und was wir auch noch gemacht haben, als es dann schon etwas konkreter wurde und wir uns immer mehr mit dem Thema Beagle auseinandergesetzt haben, natürlich haben wir uns super informiert und gelesen und im Internet und Foren und YouTube-Videos angeschaut, aber wir haben auch versucht, auf der Straße immer wieder zu Menschen zu gehen, die einen Hund hatten, jetzt nicht nur einen Beagle, sondern allgemein, haben mit ihnen ganz intensive Gespräche geführt, wie es ist mit dem Hund, wie das und das und das und das funktioniert. Und gerade auch mit Beagle-Eltern haben wir ganz, ganz oft gesprochen und haben dann gefragt, im Internet steht, man kann sie nie ohne Leine führen, Beagle, weil sie eben so stur sind und einfach nicht abrufbar sind, wenn sie mal im Schnüffeln sind. Und da haben wir dann auch von vielen, vielen Hundeeltern gehört, nein, das stimmt gar nicht und es funktioniert bei ihnen super und so. Also da haben wir einfach dann noch ein paar realistische Meinungen dazu erhalten, wie es wirklich ist, einen Beagle zu haben. Und das hat uns super, super weitergeholfen und eigentlich uns nur immer näher an den Beagle gebracht. Deswegen, ist es bei uns dann im Endeffekt auch Bea the Beagle geworden. Das war aber auch natürlich ein Zufall, aber das ist eine Geschichte für ein ganz anderes Video. Das war's für heute. Wir hoffen, diese Fragen und diese Tipps haben euch ein bisschen weitergebracht, wie ihr vielleicht die perfekte Hunderasse und den perfekten Hund für euch finden könnt. Und wir hoffen, wir sehen euch bald wieder. Ciao!